Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Goldaktien weiter auf dem Vormarsch. Disclaimer. GDX Goldaktien weiter auf dem Vormarsch. Der Analyst zeigt uns am Beispiel des GDX Goldminenindex, welchen Weg Goldaktien in den kommenden Monaten gehen können. Wiederholen sich die Anstiege von 2060 und 2020 von jeweils 160%, käme dies einen Anstieg auf 55 bis 60 Dollar gleich. Aktuell liegen wir bei 31,92. Goldaktien, insbesondere Junior Penny Aktien, zeigen auch heute Stärke. Sie waren allerdings auch extrem gedrückt worden in den letzten 8 Monaten. Deshalb gab es und gibt es immer noch sehr gute Kaufchancen, die sich in den kommenden Monaten vervielfachen werden, wie zuletzt viele Kryptowährungen. Ja, falls es Ihnen noch nicht bekannt ist, diejenigen, die das Thema noch nicht so kennen, Goldaktien sind absurd und absolut unverständlicherweise extrem niedrig bewertet zu Gold. Das weiß keiner. Und es wird eben vermutet, jetzt durch die höhere Bewegung bei Gold über 2000 sind die Kräfte so groß, die dieses Verzerrung im Grunde genommen auflösen. Das Bungee-Seil, um mal mit dieser Analogie zu sprechen, beginnt sich zu lösen. Und das führt zu einem enormen Schleudereffekt. Und Gold muss nur möglicherweise wenige 100 Dollar steigen und einige Goldaktien steigen um das 10, 20, 30, 50, vielleicht sogar um das 100-fache. Und Gold steigt nur auf vielleicht 2500 Dollar. Das ist die ganz große Chance bei Gold- und Silberaktien. Und es ist eben auch aktuell zu beobachten, dass gerade viele Penny-Goldaktien, die fast am Boden gelegen haben, momentan ausbrechen. Ich werde im Anschluss vermutlich noch einige Shorts dazu machen, dass Sie die Subscriber das zuordnen können. Also da gibt es viele sehr interessante Situationen. Das heißt, wir erleben aktuell eine Abkopplung der Goldaktien von Gold. Das heißt, Gold geht im Augenblick ein bisschen, Gold und Silber geht seitwärts, ist gar nicht so attraktiv. Trotzdem steigen die Goldaktien, einige Goldaktien massiv. Und stellen Sie sich vor, Gold geht über 2000, dann wird eben 3, 5 oder langfristig 10.000 Dollar angenommen. Das beginnen dann die Goldaktien im Vorfeld einzupreisen. Und weil die jetzt so über alle Maßen tief bewertet sind, die Goldaktien, was keiner richtig erklären kann, kann es zu einer überproportional noch nie dagewesenen Entladung gehen, wobei Gold dann einfach nur auf 2.500 Dollar steigt, wo im Prinzip keiner hinkommt. Aber die ganz, ganz große Show ist eben gerade bei Goldaktien. Also das ist wirklich eine einmalige Situation. Ja, hier ein Gold- und Silber-Projektgenerator, der im Yukon, Kanada operiert. Marktkapitalisierung, das ist falsch, sind 19 Millionen kanadische Dollar, moderates bis hohes Risiko. Die haben das Grundstück Klatza, 50.000 Hektar. Es befindet sich im 100%igen Besitz des Unternehmens und fast eine Fläche, ja, das ist jetzt 25.000 Hektar, okay, 50 Kilometer westlich von Kamax und befindet sich in günstiger Lage im südlichen Teil des Yukons Thousand Range Goldbelt, eines wenig erforschten Gebietes, das eine historische Goldmine, reiche Goldvorkommen und wichtige Infrastruktur wie Straßenzugänge beherbergt. Es ist eine 12-jährige Lebensdauer der Mine mit einer Produktion von insgesamt 750.000 Unzen Gold und 13,8 Millionen Unzen Silber geplant. Sie haben gegenwärtig Ressourcen 1,3 Millionen Unzen Gold, also mittleres Grad bis hochgradig und 28 Millionen Unzen, 80 Gramm pro Tonne. Wenn man das in den Potentialfaktor tut, die Marktkapitalisierung von 19 Millionen gegengerechnet, dieses Länderrisiko ist eben gering, weil es im Yukon ist, kommt man auf einen Potentialfaktor von 100. Das würde rein theoretisch bedeuten, diese Aktie kann um das 100-fache steigen, wenn es zu einer Mania kommt, also einer wirklichen absoluten Kaufpanik in Goldaktien, die, wie wir vermuten, vielleicht bei ca. 2.500
da ist. Also das ist der einzige Vergleich, der mir so einfällt, ist im Grunde genommen ein losgelassenes Bungee-Jumping, ein extrem gedrehtes Bungee-Jumping-Seil, das sich entlädt. Und der Grund der Entladung ist, dass er den Goldpreis nicht mehr unter 2000 halten kann, dass er sich neu etabliert. Und dann diese extremen unterbewerteten, verzerrtesten Goldaktien schnellen dann nach oben. Das ist das Einmalige und Attraktive jetzt im Goldaktiensektor. Dazu gehören eben solche Unternehmen, die haben Produktion oder angehende Produktion, hochgradiges Silber. Sie haben eine sehr gute Jurisdiction, sprich Yukon. Ähm, ja, sie haben weiteres Explorationspotenzial. Hier auf der rechten Seite sehen Sie noch, die haben neben Gold und Silber auch noch Blei und Zink, was gar nicht in diese Formel mit eingerechnet ist. Das heißt, sie haben mehrere Möglichkeiten, Cashflow zu generieren und das können ungeheure Werte darstellen. Hier nochmal zur Lage. Sie liegen, sage ich mal, ja, in der Mitte bis Süden des Yukons, vielleicht 200, 300 Kilometer von Whitehorse entfernt. Ja, und drumherum sind eben auch weitere Goldabbaugebiete, aber Sie hatten ja auch gesagt, teilweise ist wenig auch erforscht das Gebiet, also da ist auch noch Explorationspotenzial zu erwarten. Das heißt, man sollte sich die Aktie angucken, sage ich mal, das Risiko ist gar nicht so hoch, es ist moderates bis hohes Risiko, aber ist eben jetzt auch aktuell ausgebrochen. Charttechnisch sieht es gut aus, hat eindeutig den Boden gefunden, Sie sehen es. Und die war auch auf 30 Cent. Jetzt ist sie bei 0,08 Cent vielleicht. Und ich denke, es gehört nicht viel dazu, wenn Gold bei 2000 ist, dass sie dann wieder das alte Hoch erreicht hat und möglicherweise erst überhaupt dann zum Lauf ansetzt und dann vielleicht auch Richtung 1 Dollar etc. steigt. Also sicherlich mal ein Blick wert, wie immer keine Kaufempfehlung, aber meiner Meinung nach eine interessante Aktie, die mal ein Blick wert ist. Ja, warum machen wir das alles? Wir haben den 1970er Jahre Bullenmarkt vor uns und da gab es eben diese absurden hohen Bewertungen von Goldaktien oder diese absurden Anstiege in kurzer Zeit. Hier von 5 Cent sehen Sie NRD-Meinung auf 19 Dollar, Silberstack Mines 10 Cent auf 36 Dollar, muss man sich mal vorstellen. Aus 1000 Dollar wurden 360.000 und das ist sogar relativ oft zu dem Zeitpunkt passiert. Also es ist eben die Schlussfolgerung, wir haben es mit einer ähnlichen Verzerrung von Goldaktien gegenüber Gold zu tun, wenn die gelöst wird, ist denkbar, dass es zu ähnlichen Bewertungen kommen kann. Ich meine, das kann keiner wirklich vorhersagen, aber eine Entladung ähnlich dieser Dimension ist denkbar. Vor allen Dingen von dem Hintergrund, dass die Goldaktien im Vergleich zu den 1970er Jahren durch diese künstlichen Derivate, die es damals nicht gab, exorbitant billiger geworden ist. Also wenn sich das entlehnt, kann sonst was passieren. Und das ist einfach eine unglaubliche Situation und eine theoretisch unglaubliche Chance. Und was wurde damals gekauft? Natürlich kaufen dann die Investoren, Großinvestoren, die Masse, dann Aktien mit Superlativen. Superlative sind besonders große Gebiete, besonders hochgradiges Gold, besonders gutes Management, etc. etc. Und es kommt dann auch nicht selten vor, dass in der Euphorie des Bullenmarktes natürlich dann die Ressourcen, die angegeben werden von dem Management, wird dann mehr oder weniger sagt, oh, wir haben ja nicht nur hier 1 oder 2 Millionen Unzen im Boden oder jetzt in unserem Fall von dieser Aktie gesprochen haben, 1,3 Millionen Unzen. Dann sagen sie, wir haben ja nicht nur Weitergebiete, da erwarten wir eigentlich auch 5 bis 10 Millionen Unzen. Das Verrückte in dieser Marktstimmung ist es denkbar, dass die Anleger, die Großinvestoren genau diese die Werte dann einpreisen. Und das führt zu diesem exorbitanten Anstieg, der natürlich nicht nachhaltig ist. Also Goldaktien selbst müssen Sie einfach sehen, wie Casey sagt, Burning Matches, also brennende Streichhölzer. Das heißt, die sitzen im dunklen Raum, stellen sich das vor, sie zünden Streichholz an, Feuer war nicht zu sehen. Für diese paar Sekunden, wo das Streichholz brennt, ist der ganze Raum erleuchtet. Der
streichelt die komplette Show des gesamten Raums oder man macht es in Kinos, die ganze gesamte Aufmerksamkeit, aber es ist eben nicht langfristig, nicht nachhaltig. Nach ein paar Minuten ist der Spaß vorbei. In unserem Fall vielleicht in 6 oder 9 Monaten, wenn wir eine massive Mania halten, dann wird auch sicherlich die Korrektur kommen oder es kommen andere Risiken wie vielleicht Minenverstaatlichung. Das ist ja denkbar. Die Staaten sind ja nicht gerade solvent und könnten sich vergreifen. Momentan tun sie es natürlich nicht, weil eben diese Unternehmen Arbeitsplätze bringen, Steuereinnahmen etc. Die funktionieren ja alle noch nicht, die sind ja noch halbtot. Und das ist eben die große Chance. Und aber allerdings, wenn sie dann in die Übertreibung kommt, wenn sie teuer bewertet ist, dann wächst natürlich für die Politiker auch die Versuchung, sich daran zu bedienen. Wir müssen im Grunde genommen sehen, dass wir vor diesen Ereignissen dann verkauft haben. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren. Nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko ist das geordnet. Versuchen eben diesen Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Anzahl der Unzen etc. zu errechnen. Haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Also was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Ich meine, die Philosophie dahinter ist, dass die meisten Leute im Prinzip einfach linear investieren. Sie haben ihren Sparvertrag, investieren, aber Sie wissen ja, dass die Standardaktien etc., wenn sie überhaupt die Krise überleben, also nicht pleite gehen, wenn da was überleben sollte, fallen nochmal 90% zu Gold. Das sagt ja viele Leute von Uwe Bergold bis Egon Greatz und auch die ganzen amerikanischen Experten wie Mike Maloney. Also wir haben noch 90% Kaufkraftverlust bei jetzigen Aktien und aber auch Immobilien wird das ja auch gesagt. Also das macht doch gar keinen Sinn, umzusteigen, sondern wenn dann diese Entwertung eingesetzt hat, am Höhepunkt erreicht dann Gold und Silber die höchsten Kaufkräfte und wir tauschen um. Und wir kaufen dann Top-Fonds, gute Häuser zu wirklich absoluten guten Preisen. 1980 wäre das genau die Strategie gewesen. Man hätte also, ich hatte Ihnen das gezeigt, mit Goldaktien hätte man vielleicht teilweise sein Geld verhundertfacht, verzweihundertfacht mehr. Sie haben die Zahlen gesehen. Und dann im Grunde genommen, als dann der maximale Punkt erreicht hätte, hätte man von diesem Gewinn Berkshire Hathaway gemacht und so hätte man niemals irgendein finanzielles Problem gehabt. Man hätte immer Einkommen, Dividenden, sonst was gekriegt. Und das Ähnliches müssen wir auch machen, vielleicht mit der Zwischensicherung, weil wir nicht wissen, wie das Bankensystem, wie das wieder aufgestellt wird und sonst was. Mit der Zwischensicherung, dass wir aus diesen Goldaktien weniger mehr Gold und Silber gehen und gegebenenfalls dann, wenn es uns opportun und halbwegs sicher und kalkulierbar erscheint, in den Markt zurückgehen. Insofern, das ist anders als 1980, aber dasselbe Prinzip ist dasselbe. Man muss im Grunde genommen diese beiden Ereignisse aufeinander stellen. Also man hebelt doppelt sozusagen. Sie hebelt jetzt Goldaktien, dann kommt möglicherweise eine systemische Krise, dann hebeln Sie dann erreicht Gold und Silber die maximale Kaufkraft und auch dieser Impuls wird zu Ende sein und dann gehen Sie an generierende Assets wie zum Beispiel Top-Häuser oder Top-Aktien oder Top-Fonds und gehen rauf. So können Sie im Grunde genommen äh, drei Ereignisketten übereinander stellen und haben einfach überproportionale Gewinne. Meiner Meinung nach ist genau das die Lösung hier der Rentenkrise, die wir jetzt in der gesamten westlichen Welt haben, diese unbezahlten Rentenversprechungen. Ja, ist ein Ponzi-Scheme, das andere nicht. Das andere ist investieren anhand der kommenden Ereignisse. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Also das ist ein Unternehmen, das zu jeder Zeit an Gold und Silber kommt, eine Überweisung und schon ist es in der Schweiz im Zollfreilager eingelagert. Ja, also die ist auch sehr günstig im Vergleich zu anderen Edelmetallhändlern und sie sind jederzeit an Waren kommen, wenn vielleicht die Händler, da müssen sie Schlange stehen, wenn sie an physische Ware kommen wollen oder es gibt Abgabegrenzen, sonst was. Also kann man sich ruhig auch mal anschauen. Preisvergleich, bevor Sie überhaupt Gold kaufen, die Händler vergleichen natürlich. Nützliche Information, Kontakt, also da ist nochmal festgeschrieben, mit welchem Broker können Sie zum Beispiel in der EU arbeiten.
Da arbeite ich zum Beispiel mit FedEx von DeGiro. Da kann man zum Beispiel am Toronto Stock Exchange, das ist eine kanadischen Börse, für 5,90 eben Aktien kaufen. Wenn man es in der Schweiz haben will, dann nimmt man zum Beispiel Swissquote. Es ist natürlich ein bisschen teurer, aber ist eben auch ein guter Broker und man ist eben außerhalb der Europäischen Union damit. Aber Sie können auch mit nicht Schweiz Wohnsitz dann Konto eröffnen. Und das ist ja vielleicht, sage ich mal, als Diversifikation macht das vielleicht auch Sinn. Dann Informationen, wo kann man Edelmetalle einlagern in der Schweiz und Liechtenstein, Langfristcharts von Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindizes GDX und GDXJ. GDX hatten wir heute besprochen. Goldaktien, Goldratio, Buch über Goldaktienbewertung, Wertung, weitere internationale Goldaktienseiten, die COCA, also dieses COCA ist auch verlinkt. Das ist, sage ich mal, so ein internationales Diskussionsforum. Da wird im Grunde genommen jede Aktie einfach ausführlich diskutiert. Da kann man auch sehr viel wertvolle Informationen rausfiltern für sich. Dann noch Informationen, guten Statisten, Experten. Uwe Bergold hatte ich genannt. Diese Übersichten sind eigentlich immer sehr gut, weil das Augenmerk auf die langfristige Entwicklung ist. Die haben da im Grunde einen ganz abgeklärten Blick. Kurzfristig liegen die durchaus auch immer falsch. Keiner konnte sich vorstellen, dass es jetzt, sag ich mal, dieser Anstieg so lange verzögert worden ist und so. Das ist schwer, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Aber grundsätzlich wissen die schon, wo es hingeht. Und wenn man denen folgt, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen haben oder was auch immer, kontaktieren Sie mich, schreiben Sie eine Mail oder rufen Sie mich an, sobald ich Zeit habe, würde ich mich bei Ihnen wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, beziehungsweise wenn Ihnen natürlich der Inhalt gefallen hat, die Glocke betätigen, dass Sie über neue Videos informiert werden, vielleicht auch ein Like geben, weil das hat den Effekt, dass der Algorithmus dann dieses Video auch anderen potenziellen Interessierten vorschlägt. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.